Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Meine Eltern regen sich immer darüber auf, dass ich zu viele Videospiele spiele. Meine Eltern regen sich immer darüber auf, dass ich zu viele Videospiele spiele. Das stimmt aber gar nicht. Ich spiele maximal 5 Stunden am Tag. Das stimmt aber gar nicht. Ich spiele maximal 5 Stunden am Tag. Manchmal spiele ich auf dem Computer und manchmal auf dem Handy. Das macht mir sehr viel Spaß. Manchmal spiele ich auf dem Computer und manchmal auf dem Handy. Das macht mir sehr viel Spaß. Auf dem Computer ist es besser, weil der Bildschirm größer ist, aber das Handy kann ich überall hin mitnehmen. Das ist auch nicht schlecht. Auf dem Computer ist es besser, weil der Bildschirm größer ist. Aber das Handy kann ich überall hin mitnehmen. Das ist auch nicht schlecht. Mein Handy ist im Wohnzimmer. Ich werde es holen. Ich spiele gleich wieder mit meinen Freunden aus der Schule. Mein Handy ist im Wohnzimmer. Ich werde es holen. Ich spiele gleich wieder mit meinen Freunden aus der Schule. Mensch, Jonas, kannst du bitte aufhören, den ganzen Tag mit diesem Ding zu spielen? Mensch, Jonas, kannst du bitte aufhören, den ganzen Tag mit diesem Ding zu spielen? Mama, ich habe gerade erst angefangen. Ich spiele nicht mehr lange, ich verspreche es. Mama, ich habe gerade erst angefangen. Ich spiele nicht mehr lange, ich verspreche es. Jonas, hör auf deine Mutter. Leg das Handy weg und unterhalte dich mit uns. Jonas, hör auf deine Mutter. Leg das Handy weg und unterhalte dich mit uns. Ich kann gerade nicht, Papa. Ich spiele mit meinen Freunden. Da kann ich nicht auf Pause drücken. Ich kann gerade nicht, Papa. Ich spiele mit meinen Freunden. Da kann ich nicht auf Pause drücken. Dann brich das Spiel einfach ab. Das ist doch nicht so schlimm, oder? Dann brich das Spiel einfach ab. Das ist doch nicht so schlimm, oder? Bist du verrückt, Mama? Ich kann nicht einfach abbrechen. Dann verlieren wir alle das Spiel. Bist du verrückt, Mama? Ich kann nicht einfach abbrechen. Dann verlieren wir alle das Spiel. Jonas, leg jetzt sofort das Handy aus der Hand. Ansonsten wird es Konsequenzen geben. Jonas, leg jetzt sofort das Handy aus der Hand. Ansonsten wird es Konsequenzen geben. Papa, ich brauche wirklich nur noch 5 Minuten. Ich bin gleich fertig. Ich spiele dann den ganzen Tag nicht mehr. Versprochen. Papa, ich brauche wirklich nur noch 5 Minuten. Ich bin gleich fertig. Ich spiele dann den ganzen Tag nicht mehr. Versprochen. Jetzt reicht es. Du hast das ganze Wochenende Computer- und Handyverbot. Jetzt reicht es. Du hast das ganze Wochenende Computer- und Handyverbot. Nein, bitte nicht. Ich habe das Handy doch schon weggelegt. Bitte lass mich morgen wieder spielen. Nein, bitte nicht. Ich habe das Handy doch schon weggelegt. Bitte lass mich morgen wieder spielen. Jonas, du spielst viel zu viele Videospiele. Das ist nicht mehr normal. Wir machen uns wirklich Sorgen um dich. Jonas, du spielst viel zu viele Videospiele. Das ist nicht mehr normal. Wir machen uns wirklich Sorgen um dich. Also so viel spiele ich jetzt auch nicht, Papa. Meine Freunde spielen viel mehr als ich. Also so viel spiele ich jetzt auch nicht, Papa.
Meine Freunde spielen viel mehr als ich. Wie viel deine Freunde spielen, ist mir egal. Ich sehe dich den ganzen Tag nur am Handy oder am Computer. So kann es nicht weitergehen. Wie viel deine Freunde spielen, ist mir egal. Ich sehe dich den ganzen Tag nur am Handy oder am Computer. So kann es nicht weitergehen. Wir sind deine Eltern, Jonas. Wir machen uns Sorgen um dich. Willst du denn nicht rausgehen und etwas erleben? Du sitzt den ganzen Tag nur zu Hause vor dem Bildschirm. Wir sind deine Eltern, Jonas. Wir machen uns Sorgen um dich. Willst du denn nicht rausgehen und etwas erleben? Du sitzt den ganzen Tag nur zu Hause vor dem Bildschirm. Okay, ich gebe zu, dass ich in letzter Zeit mehr gespielt habe als sonst. Aber so viel ist es auch nicht. Ich gehe fast jede Woche Fußball spielen und verbringe viel Zeit draußen. Okay, ich gebe zu, dass ich in letzter Zeit mehr gespielt habe als sonst. Aber so viel ist es auch nicht. Ich gehe fast jede Woche Fußball spielen und verbringe viel Zeit draußen. Das stimmt nicht. Du verbringst die meiste Zeit zu Hause. Du bist noch jung. Du solltest Abenteuer erleben. Wenn du es jetzt nicht tust, wirst du es später bereuen. Das stimmt nicht. Du verbringst die meiste Zeit zu Hause. Du bist noch jung. Du solltest Abenteuer erleben. Wenn du es jetzt nicht tust, wirst du es später bereuen. Ach, ich habe noch genug Zeit für Abenteuer. Videospiele machen mir zurzeit am meisten Spaß. Wo ist das Problem? Ich verstehe euch nicht. Ach, ich habe noch genug Zeit für Abenteuer. Videospiele machen mir zurzeit am meisten Spaß. Wo ist das Problem? Ich verstehe euch nicht. Das Problem ist, dass du deine Jugend wegwirfst, wenn du so weitermachst. Man ist nur einmal jung. Bitte versuch, das Beste daraus zu machen. Das Problem ist, dass du deine Jugend wegwirfst, wenn du so weitermachst. Man ist nur einmal jung. Bitte versuch, das Beste daraus zu machen. Aber das mache ich doch, Mama. Ich habe viel Spaß, vor allem weil ich jeden Tag viel Zeit mit meinen Freunden verbringe. Aber das mache ich doch, Mama. Ich habe viel Spaß, vor allem weil ich jeden Tag viel Zeit mit meinen Freunden verbringe. Das ist doch keine Zeit miteinander verbringen. Ihr sitzt alle am Handy und spielt miteinander. Ihr seht euch nicht einmal. Das ist doch keine Zeit miteinander verbringen. Ihr sitzt alle am Handy und spielt miteinander. Ihr seht euch nicht einmal. Für mich ist das die schönste Zeit. Ich muss meine Freunde nicht persönlich treffen, um Zeit mit ihnen zu verbringen. Für mich ist das die schönste Zeit. Ich muss meine Freunde nicht persönlich treffen, um Zeit mit ihnen zu verbringen. So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, Jonas. Ich habe mit deiner Mutter gesprochen. Wir sind uns in der Sache einig. Am Wochenende darfst du keine Videospiele mehr spielen. So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, Jonas. Ich habe mit deiner Mutter gesprochen. Wir sind uns in der Sache einig. Am Wochenende darfst du keine Videospiele mehr spielen. Du siehst es vielleicht nicht, aber wir tun dir damit einen großen Gefallen. Wenn du älter bist, wirst du es verstehen. Du siehst es vielleicht nicht, aber wir tun dir damit einen großen Gefallen. Wenn du älter bist, wirst du es verstehen. Was? Wie könnt ihr nur so egoistisch sein? Was soll ich denn das ganze Wochenende lang machen? Was? Wie könnt ihr nur so egoistisch sein? Was soll ich denn das ganze Wochenende lang machen? Du kannst rausgehen und dich mit deinen Freunden treffen. Oder du machst etwas Sport. Das wird dir gut tun, glaub mir. Du kannst rausgehen und dich mit deinen Freunden treffen. Oder du machst etwas Sport. Das wird dir gut tun, glaub mir. Das ist so egoistisch von euch, das werde ich euch nie verzeihen. Das ist so egoistisch von euch,
das werde ich euch nie verzeihen. Ich verstehe, dass du sauer bist, Jonas, aber das ist nur zu deinem Besten. Ich verstehe, dass du sauer bist, Jonas, aber das ist nur zu deinem Besten. Ich weiß, dass du jetzt sauer auf uns bist, mein Schatz, aber wir machen das nicht für uns, sondern für dich. Ich weiß, dass du jetzt sauer auf uns bist, mein Schatz, aber wir machen das nicht für uns, sondern für dich. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Wie können meine Eltern mir das nur antun? Ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Tag lang machen soll. Wie können meine Eltern mir das nur antun? Ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Tag lang machen soll. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht sollte ich wirklich mehr Zeit draußen verbringen. Ich werde es ausprobieren. Vielleicht gefällt es mir ja. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht sollte ich wirklich mehr Zeit draußen verbringen. Ich werde es ausprobieren. Vielleicht gefällt es mir ja. Ein paar Wochen später. In der Natur sein ist wirklich das Allerschönste. Ich bin sehr froh darüber, dass ich keine Videospiele mehr spiele. Zum Glück habe ich so tolle Eltern. In der Natur sein ist wirklich das Allerschönste. Ich bin sehr froh darüber, dass ich keine Videospiele mehr spiele. Zum Glück habe ich so tolle Eltern. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!